Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, sind wir immer noch in Frankreich unterwegs. Jetzt gerade am Strand von Pamplonne, ganz kurz vor Saint-Tropez. In diesem Video gibt es aber auch noch das hier zu sehen. Und zwar lassen wir unsere Drohne über dem azurblauen Wasser der Côte d'Azur schweben, schauen uns die High Society Hochburg Saint-Tropez an. Aus irgendeinem Grund stinkt es in der ganzen Stadt nach faulen Eiern. Entdecken wir eine ganz schön ungewöhnliche Wohnanlage, finden wir den schönsten Ort der Côte d'Azur, Dürft ihr für euch selbst entscheiden. gehen wir auf Shoppingtour Es kostet nur schlappe 14,9 Millionen. und übernachten an mehreren wahnsinnig toll beleuchteten Freistehplätzen. Los geht's! Genau, aber als erstes fahren wir jetzt von diesem Strand rüber nach Saint-Tropez und gucken uns das an. Ich war schon mal in Saint-Tropez, das war 2011, glaube ich, das letzte Mal, also vor 10 Jahren. Das ist gar nicht so groß, wie man denkt, hat aber super schöne Ecken. Deswegen freue ich mich, dass wir da jetzt wieder hinfahren. Los geht's. Für mich ist das erste Mal, aber ich freue mich auch. Los geht's. Bevor wir jetzt nach Saint-Tropez rüberfahren, noch eine ganz kurze Info. Hier am Strand von Pamplonne kann man im Winter richtig gut übernachten. Hier ist ein sehr großer Parkplatz mit ganz viel Platz. Im Sommer ist es hier natürlich proppevoll und dann ist auch eine Höhenbeschränkung hier an diesem Parkplatz. Aber im Winter ist die weg und es wird scheinbar geduldet, dass man hier übernachtet. Das haben wir auch von ein paar anderen Leuten gehört und bei uns hat es auch super funktioniert. Können wir absolut empfehlen, weil der Strand ist halt 3 Meter von hier und es ist super schön. Und jetzt schicke ich noch einmal ganz kurz die Drohne in die Luft und dann fahren wir in die Stadt. Parken ist kostenlos. Okay. Tina, wo ist unsere Yacht geparkt? Da hinten irgendwo. Da hinten? Ja. Ah, cool. Ich bin Die gespannt. große. Ja. Ja, wir sind gespannt, ob hier irgendwelche größeren Pötte liegen. Aber wir gehen nicht so unbedingt davon aus, weil ja, die sind wahrscheinlich in dieser Jahreszeit eher so in der Karibik oder so unterwegs. Pötte. Aber wer weiß, ja, Yachten. Motorjachten, Segeljachten. Wir sind ja nicht auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Doch, wir sind ja auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Man darf seine Heimat nicht vergessen. Das Wasser ist echt super klar. Man kann hier ja, locker auf den Grund gucken und noch alles sehen, was da so liegt.
Sehr kreative Namen. Das Boot heißt Blabla B. Wie wäre es mit einem Boot? Können wir ein Boot kaufen? Wo steht die Preise? Prix de Vente. Ja, da stehen keine Preise. Muss man konsultieren. Da 160.000 Euro. Ah, da. 11,5 Meter, 1991. No thanks. Der Glamour von Saint-Tropez liegt natürlich auch viel in diesen ganzen Restaurants und Cafés hier an der Wasserkante, die aber jetzt im Winter oder zumindest jetzt zu dieser Uhrzeit fast alle geschlossen haben. Richtig gut. Wir haben heute absolutes Glück mit dem Wetter. Ja. Es ist kein Wind, es sind, na gut, irgendwie 12, 13 Grad. Aber Mehr. Ja, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Sonne scheint und dadurch fühlt es sich ja, richtig warm an. Ja, ich gucke. Warte. Ah, okay, doch. Du hast recht. 13? 12. 12. Ja, es fühlt sich an wie 20. Ja. Wirklich. Richtig gut, endlich. Hast du deine Routenplanung abgeschlossen? Ja. Hier steckt ja der Bär heute. Ja, interessant, wer auf dem Friedhof von Saint-Tropez in einer der vordersten Reihen begraben werden möchte, sichert sich scheinbar schon zu Lebzeiten ein Grab. Ich finde, es ist ein echt imposanter Friedhof hier, vor allem mit der Lage direkt am Meer. Und wenn man da hochgeht, dann hat man, glaube ich, auch noch mal einen richtig coolen Blick. Es gibt hier echt viele Gräber mit Fotos. Und irgendwie finde ich das auch ganz schön. Ja, Das macht die so Leute, die da liegen, eine Erinnerung menschlicher. halt, ne? Genau. Ja. All diese persönlichen Gegenstände machen das echt irgendwie schöner Ja, ne? hier. Hier ist der Ausblick, den ich gesucht habe. So. Möchtest du unsere Namen auf einen Kaktus schreiben? Nein. Sachen gibt's. Das kann man nicht.
Das sind politische Nachrichten. Ja. Gegen den Kapitalismus. Für mehr Kakteen. Kakteen an die Macht. Und jetzt versuchen wir den Weihnachtsmarkt zu finden, damit wir für Tina Churros kaufen können. Ja. Oder irgendwas Süßes. Das wäre gut, ja. Ja, voll. Wenn es nicht nach faulen Eiern riechen. Ja, was ihr nicht wisst ist, aus irgendeinem Grund stinkt es in der ganzen Stadt nach faulen Eiern. Ich weiß nicht, ob die hier, also auch alle Straßen sind nass, die haben hier auf jeden Fall irgendwie sauber gemacht oder so. Scheinbar haben die dafür Abwasser genommen, ich weiß auch nicht. Tina, Ja. da sind Pfauen. Ja. Mitten in der Stadt. Hallo. Ist noch zu, keine Crepes oder Churros für Tina. Ich kann dir alternativ ein bisschen Obst und Gemüse anbieten. Nein, danke. Wir sind wieder zurück im Auto und Saint-Tropez war genauso schön, wie ich es in Erinnerung hatte. Es hat sich auch gar nicht so viel verändert, habe ich das Gefühl. Es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man irgendwie im Sommer hier ist bei 30 Grad und alles voller Menschen. Aber wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Ja, aber es war trotzdem schön. Also. Aber es war trotzdem mega schön, absolut. Und die Sonne hat die ganze Zeit geschienen, es ist super warm, also ein echter Traum. Jetzt fahren wir weiter. Ich würde sagen, bis Fréjus vielleicht. Mal gucken. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Ja. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja. Weiter geht's. Wir haben jetzt auch nochmal direkt angehalten und die Drohne in die Luft geschickt. Guckt euch mal das hier an. Das hier ist Port Grimaud, eine Lagunenstadt, die komplett am Reißbrett entstanden ist. Ganz nach dem Vorbild von Venedig, nur mit noch größeren Anwesen und Bootsanlegern für Privatjachten. Die Anlage, deren Grundstein 1964 gelegt wurde, wächst stetig und ist für externe Besucher auf dem Landweg weitestgehend abgeschottet. Und jetzt direkt noch eine Planänderung. Wir haben gerade unsere Köpfe zusammengesteckt und entschieden, dass wir Fréjus jetzt doch auslassen. Liegt ganz einfach daran, unsere Tage sind hier so langsam gezählt. Ist nicht mehr lange hin, bis wir zurück in die Heimat fahren. Und obwohl wir ja ganz viele Ziele hier markiert haben an der Mittelmeerküste, die wir gerne besuchen wollen würden und auch ja, viele Tipps von euch bekommen haben, vielen Dank dafür nochmal, ja, haben wir einfach nicht mehr die Zeit. Wir wollen auf jeden Fall noch nach Cannes, wir wollen auf jeden Fall nach Nizza, wir wollen auf jeden Fall nach Monaco. Und ja, damit wir Zeit haben, all diese Dinge noch zu machen, lassen wir Fréjus jetzt erstmal aus. Genau, deswegen suchen wir uns jetzt als nächstes einen Stellplatz. Dann müssen wir aber noch einkaufen fahren. Das auch. Und morgen gucken wir uns dann Cannes an. Ja. Der Plan hat Gültigkeit so lange, bis wir ihn wieder ändern. Wir werden sehen. So, jetzt los. Ab zum Lidl. Yay!
Okay. Jemand von euch hat gesagt, ich habe leider den Namen gerade nicht parat, dass wir diese Teile unbedingt probieren müssen. Die kosten 9 Euro. Das würden wir niemals ansonsten bezahlen für eine Süßigkeit. Aber wer kann da schon widerstehen? Das sieht auch geil aus. Wir sind sehr gespannt. Wir kaufen das jetzt. Muss ich auch mal was gönnen. Das ist nämlich auch das Ding, weißt du, da geht man einkaufen und kommt irgendwie eine halbe Stunde später wieder raus und dann ist der Tag einfach vorbei, weil es hier halt um 20 nach 4 langsam dunkel wird. Das ist halt der große Nachteil am Winter, dass halt die Tage so kurz sind und man das nicht so viel nutzen kann, wie wir uns das wünschen würden. Da war Schweden natürlich geil im Sommer mit irgendwie 22 Stunden Sonnenschein mindestens. Naja, hat alles Vor- und Nachteile. Wir sind gar nicht weit gefahren und die Sonne geht jetzt auch gerade schon unter, aber wir haben einen richtig, richtig tollen Stellplatz gefunden, mal wieder mit Hilfe von Park4Night. Und ja, wir sind einfach so ein bisschen die Berge hochgefahren hier über kleine Straßen. Wir stehen auch direkt am Straßenrand, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwie viele Autos vorbeikommen werden. Und ja, die Aussicht ist richtig, richtig gut. Schaut mal. Okay, direkt doch wieder eine Planänderung. Wir konnten nicht widerstehen bei diesem herrlichen Stellplatz und dem traumhaften Wetter und haben einfach entschieden, heute noch hier zu bleiben, ein bisschen zu arbeiten, die Aussicht zu genießen. Wir haben tatsächlich zum ersten Mal seit Ewigkeiten unsere Stühle und den Tisch wieder rausgeholt und ja, setzen uns jetzt einfach in die Sonne und fahren erst morgen weiter. Wir sind übrigens super froh, dass wir für unsere Solartasche uns noch ein 5 Meter Verlängerungskabel besorgt haben, bevor wir hier nach Frankreich aufgebrochen sind. Denn das haben wir in Schweden festgestellt, dass die 5 Meter, die an der Tasche dran sind, ja doch relativ häufig nicht ausreichen, um die Tasche vernünftig in die Sonne zu stellen. Also für die, die es nicht wissen, wir haben einen Sunfolder 220 Watt von Wattstunde. Da ist schon 5 Meter Kabel fest installiert dran. Aber ja, bei uns ist der Anschluss unterm Fahrersitz, da muss man ja dann ja aus dem Auto rauslegen und irgendwie einmal ums Auto rum, haut schon nicht wirklich hin, selbst bei unserem kleinen Auto. Deswegen ja, dieses zusätzliche 5 Meter Verlängerungskabel ist wirklich Gold wert und so steht es hier perfekt in der Sonne. Absolute Empfehlung also.
Wir sind auf unserem Weg nach Cannes und sind so auf halber Strecke, sind gerade schon durch Fréjus gefahren mit dem Auto, so ein bisschen kreuz und quer. Das sah auch ganz cool aus. Auf jeden Fall irgendwie hier ja, schönes Sommerurlaubsgefühl. Und jetzt sind wir hier gerade an dieser Bucht angehalten. Wir fahren so eine Küstenstraße entlang. Hier sind immer wieder solche schönen kleinen Buchten und machen eine Mini-Pause. Hallo. Hallo. Können wir Müll wegschmeißen? Ja. Ja. Ja, an Mülltonnen mangelt es hier nicht, in ganz Frankreich nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, wer bei Google den Ort Most Beautiful Place at Côte d'Azur hier markiert hat, aber... Also ne, komm, es ist schön. Das ist schön. Ich gehe einmal raus. Ja, definitiv schön, aber ob das der schönste Ort der ganzen Côte d'Azur ist, das dürft ihr für euch selbst entscheiden. Ich sag's euch, einen Parkplatz zu finden ist in Cannes alles andere als einfach. Wir haben jetzt nach langem Suchen einen gefunden, wo wir maximal 2,5 Stunden stehen dürfen. Also müssen wir uns sputen. Und was hier in der Umgebung übrigens auch überraschend schwer zu finden ist, ist Trinkwasser. Unser Tank ist nämlich komplett leer und wir haben in unseren Trinkflaschen noch so ja, 1 Liter vielleicht. Und konnten heute auf dem Weg hierhin nichts finden. Ich hoffe, auf dem Weg hier raus ändert sich das. Ja. Ja, sonst haben wir noch ein paar Dosen Cola zum Nudeln kochen.
Schon sehr schön hier. Da haben wir doch Bombenglück mit dem Wetter heute. Ja. Mir ist fast zu warm in dieser Jacke. Ja, ich friere nicht. That's the first. Ja, that's the first. Das kostet nur schlappe 14,9 Millionen. Kann man doch mal machen. Da sind wir wieder. Schön war's. War richtig, richtig cool. Ja, ich muss da eben aufgießen. Ja, wie fandst du das so? Schön. Ja, ne? Ja, das war richtig toll. Das war richtig schön. Das hat echt Spaß gemacht, da die Promenade lang zu laufen und dann jetzt nochmal durch die Stadt. Ja, also man muss sagen, Cannes ist auf jeden Fall schön. Das Wetter war heute ein Traum. Ja. Im Sommer ist der Flair bestimmt nochmal ganz, ganz, ganz anders. Aber auch im Winter wirklich schön. Also kann man mal machen. Ja, kann man empfehlen. Ja. Und warm. Also ich habe nicht mal meine Winterjacke an und ich habe nicht gefroren. Ja, hast du schon einen Stellplatz rausgesucht? Nein, Weißt du schon, wo wir Trinkwasser bekommen? nein. Cool. Ich weiß, die App Park4Night hat definitiv auch ihre negativen Seiten, aber wir haben sie ja wie so häufig jetzt auch mal wieder angeschmissen und 20 Minuten von Cannes entfernt auf einem kleinen Hügel mit einem Leuchtturm und diesem herrlichen Weihnachtsschmuck einen öffentlichen Parkplatz gefunden, der da markiert war als möglicher Übernachtungsplatz, und hier haben wir uns jetzt hingestellt. Das ist nicht schön oder so. Die Aussicht, die ist überragend. Also der Blick auf Cannes, auf was auch immer das für Dörfer sind. Der Sonnenuntergang war und ist richtig dramatisch. Die Beleuchtung ist super schön. Also ja, wirklich richtig, richtig toll. Und ja, freistehen soll hier an der Côte d'Azur ja insgesamt relativ schwierig sein. Für uns läuft es bisher total unproblematisch, ganz klar. Wir sind eben auch außerhalb der Saison unterwegs. Wir haben Winter, das darf man nicht vergessen. Das macht solche Dinge natürlich immer einfacher. Und ja, so eine Nacht auf einem öffentlichen Parkplatz gehört dann eben auch einfach mal dazu. Für uns vollkommen fein. Hier soll es übrigens auch Wasser geben, oder hier gibt es Wasser, wir haben es gerade schon gesehen. Es kommt nur ganz, ganz wenig raus, aber naja, so können wir zumindest morgen früh Kaffee machen. Und ja, jetzt hoffen wir, dass die Nacht ruhig wird. Jetzt gerade ist hier noch eine Fahrschule unterwegs, aber ja, wir machen jetzt Essen. Erst Wasser, dann Essen. Wir gehen heute wandern und das Wetter ist ein Traum, genauso wie die Aussicht. Da hinten sind die Alpen und wir machen jetzt eine kleine Wanderung hier um diese Halbinsel. Aber das seht ihr erst im nächsten Video. Ganz lieben Dank fürs Zugucken. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, mit uns ein bisschen durch Frankreich zu fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne ein Like und schreibt uns auch gerne einen Kommentar, was euch am besten gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auch unseren Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Aber nein, halt, stopp! Wenn wir das Video veröffentlichen an dem Tag, an dem ich denke, dann haben wir heute den zweiten Weihnachtsfeiertag. Daher frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten. Ganz, ganz liebe Grüße aus der Ferne. Wirklich nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns dieses ganze Jahr über begleitet habt. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele nette Leute wir hier inzwischen versammelt haben. Das wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Und ja, wir hoffen, ihr habt schöne Weihnachtsfeiertage. Kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns in 2022.